Komplett selbst gebaut. Aus einem Anhänger, der total unscheinbar ist, ja, der auch gar nicht so breit ist und der unglaubliche Belastung aushalten kann, nämlich ich glaube 2,7 Tonnen, hast du etwas ganz Tolles gebaut für dich und deine Kinder und er wird jetzt langsam ein bisschen klein, oder? Ja, das ist richtig, ja, aber wir sind dran, vielleicht diesen zu verkaufen und vielleicht einen anderen zu nehmen dann, ja. Also das, was wir gleich zeigen werden, kann man eventuell erwerben und dann schreibt ihr einfach eine Mail an uns, ja, schreibt die an info@medi-saarland.de und dann sagt er uns, wie ihr den findet und wenn ihr ihn haben möchtet, ja, dann leite ich das dann weiter an dich. Nächstes Jahr, dieses Jahr wollen wir noch im Urlaub bleiben. Ja, aber es gibt Leute, die das cool finden. Du hast was Besonderes gemacht. Das ist, ich zeige es mal gerade so von der Seite, ist ja jetzt aufgebaut, ein ganz normaler Transportanhänger von Unsinn, oder? Richtig, ja, genau. 2,7 Tonnen, 3,60 Meter lang, 1,80 Meter breit, mit Klappe, früher als Mobiltransport und dann umgemodelt als Wohnanhänger. Komm, ich zeig das mal. Du fährst das Ding mit deinem Vito. So, der Vito steht hier vorne. AA, das steht American Forces, oder was ist das? AA? Ahlen. Ahlen in Württemberg. In Württemberg. So, das heißt, du bist Schwab. Ja. Ist das so? Richtig, ja. So, und die Schwaben sind dafür bekannt, dass sie zwar viel Geld haben, aber es ungern ausgeben. Ja, wir machen viel sauber, sagen wir mal so. Ja, es ist in Ordnung. Ja. Als Schreinermeister kann man sich das so planen und alles, dann passt das, ja. Sonst unspektakulär. So, da vorne sind Kederleisten, die hast du da oben eingelassen. Da kannst du dann alles Mögliche einziehen. Ja, genau. Eigentlich vorne, hinter oder vorne und rechte Seite eigentlich, genau. Und zwei Fenster. Zwei Fenster sind drin. drin. Deichsel können wir noch Fahrradträger montieren, weil das ist ja lange Deichsel. Das ist noch unbenutzt von uns bis jetzt. Aber der wahre Wahnsinn, der kommt ja innen. Das werden wir gleich mal zeigen. Dann hast du hier so ein, ich sag mal, sowas entsprechend abgespannt. Das macht auch Sinn. Das wäre dann dabei, richtig? Ja, er sagt ja. So, dann hast du eine Veranda gemacht. Die sieht so aus wie in Hollywood. Genau, klappt man die Klappe praktisch hinter runter. Es gibt Lichter, aber natürlich ein E-Betrieb, heute ist alles E-Betrieb. Panoramafenster mit Türe. So, ein richtiges Schloss hast du eingebaut? Ja, natürlich. So, das hast du alles selber gebaut hier, Ja. auf Maß. Ja, natürlich. Warte, ich zeig mal gerade von außen, also Osram, da hast du dann die Lumistics hast du eingebaut. Die Lumistics. Dann kann man hier vorne auch sitzen, das heißt also auch mal schnell mal die Klappe rausmachen, geht auch. Man muss, Markise ist dabei. Genau, das ist alles mit so Schrauber festgemacht, wie soll man sagen, die da, vielleicht sieht man es am besten. So zum Handandrehen, also ohne Schlüssel. Genau, Geländer. So, ich gehe mal rein, die Breite von dem Wagen. 2 Meter, was hat er? Nee, 1,80 hat er nur. Deswegen sind die Bäder auch längs. Genau, hier haben wir eine kleine Küche. So, ich zeig mal. Also den kann man ganz toll umbauen. Das ist jetzt der Nachtbetrieb, oder? Das ist der Nachtbetrieb und ansonsten geht man her und klappt die Matratze praktisch unter die Ecken runter und dann kann man praktisch das so hochklappen Ja. und dann ist das praktisch die Eckbank oder die Bank und der Tisch, wo wir draußen haben, den stellt man dann da rein, hat man für 6 Leute im Prinzip Platz. Für 6 Leute. Ja, Wenn du mal so lieb bist, das mal einmal machst auf einer Seite. Mach das mal bitte. Dass man es einmal kurz sehen kann. So, man muss die einfach nur da reindrücken. Da ist eine Mulde, oder? Genau, das geht ein bisschen hoch. So. Drücke. Das war ja mein Fahrzeug nur für 2 Personen, gell, am Anfang. Ja, eigentlich nur als mehr oder weniger Spaß. Das geht jetzt bloß, weil ich das jetzt nicht ganz zu habe, aber fast. Geht fast rein. Das Ganze ist aus welchem Material hast du es gemacht? Das ist alles aus so Fichte, Dreischichtplatte. So ist das, man das jetzt nicht. So, das verzieht sich auch nicht mehr. Da unten Polster hast du auch für drauf? Ja, da gibt es Sitzpolster noch dazu, das haben wir jetzt aber nicht dabei, weil wir lassen jetzt im Schlafbetrieb und der Tisch von draußen. Bei der Heizung noch, eine Gasheizung. Die hast du eingebaut, hinten Ja, eine Truma. Ja. So, die ist drin, dann hast du hinten 2 Kleiderschränke drin. Links und rechts, ja. Dann genial, du wärst ja nicht Schreinermeister, wenn du nicht ein Bett kreiert Ja, hättest. für die Kleine. Für die Kleine. Ein bisschen so verschieben, macht man oben auf. Ja. So, dann kann man das aufmachen. Oder raus, komplett. Genau. Okay. Wenn die jetzt größer ist. Genau. Ja, das ist jetzt für das nicht so genau gedacht, das war ein bisschen Nachrüst. Okay. Ah, ist schon genial. Das heißt, die Kleine schläft über Die euch. ganz kleine schläft oben, die Die anderen sind dann. große schläft halt
Ja, uns gehört nur eine von da draußen. Eine von allen. Nein, eine Zwei. kleine. Eine kleine. Genau, und dann können wir das während dem Fahrbetrieb, das ist ja dann praktisch da vorne. Genau. So. Ist nichts Besonderes. Küche gibt es noch dazu. Der Anhänger ist mega isoliert, gell? Das heißt, auch im Winter klappt das Hat super. eigentlich das ist ein Koffer Cargo von uns in 60 mm. 6 Zentimeter. Ja. Das heißt, der ist wirklich top, Das ist oder? relativ gut, ja. Das ist ein relativ dickes Blech auch überall außer innen. Ja, der kostet relativ viel Geld. Sagen wir mal so. Okay, Ja, und dann. da haben wir eine Küche. Das ist aber so eine fertige Küchenzeile, was es gibt, mit Kühlschrank. So aus der Studentenwohnung, so ein bisschen. Genau. Aber tut dir einen Dienst, ja? Ja, Wasser habt ihr auch drin? ja, nur als Kanister. Als Kanister. Da haben wir das. Mit einer Pumpe oder wie macht ihr das? Nee, das ist nur, steht nur drin. Steht drin und das kommt dann oben drauf, machst es dann rein, oder? Ja, das ist eigentlich nur. Man könnte da mehr machen, wenn ihr da ein bisschen mehr basteln wollt, kann man da mehr. Und oben haben wir noch auch nichts Besonderes. Ich zeig mal gerade das Holz hier, wenn ich mal darf. Wie schön du das gemacht hast. Ja, Ja gut, der Spiegel. Vorteil ist, der Spiegel, genau. der Vorteil ist, es verzieht Radio sich. haben wir noch. Wo haben wir denn das Radio, Sandra? Das ist auf der linken Seite. Da ist es, genau. Da Ich ist weiß das Radio. selber gar nicht mehr. Okay. So, und er hat euch ja immer gute Dienste getan, oder? Ja, dann haben wir schon ein paar Jahre, ja. Ist aber gedacht, jetzt auf dem Campingplatz zu stehen. Das heißt, ihr geht hier aufs Klo, dann wahrscheinlich auf dem Campingplatz. Ja, das muss, ja. Ja, Geduscht wird auch draußen. ja, Dann. da haben wir ja jetzt, für das ist nicht gemacht, ja. Was ich toll finde, ist das Raumklima, wenn du drin kommst, durch das Holz. Es riecht gar nicht so nach Wohnwagen, oder? Ja, es ist viel natürliches Material halt, ja. Na, wenig. Ja, es ist halt von der Höhe begrenzt. Ich bin 1,83 Meter, also viel größer. Geht aber, ich konnte auch stehen. Also 1,83 ging. Ist jetzt nicht gedacht zum drinnen Wohnen, sondern hauptsächlich zum Schlafen halt auch. Ja. So, das heißt für 2 Personen optimal. Mit dem kleinen Kind geht noch. Geht noch, ja, aber viel mehr eigentlich nicht. Sehr, sehr unauffällig, aber 2 Stück hätten richtig Freude damit, oder? Die kleine Freude, ja. Klein. So, und all das, was ihr hier habt, das passt rein dann noch in den Wagen, wenn ihr das transportiert? Wie macht ihr das? Ja, wir haben ja Gott sei Dank der Vito, da geht Der dann Vito schon geht der einiges Rest rein. Reinige rein. Genau. Okay. Und ansonsten ist da die Ablagefläche dann auf dem Bett. Und dann durch das, dass er ja auf 2,6 oder 7 Tonnen zugelassen ist, hat es ja eine riesige Zuladung. So, jetzt überlege ich mir, ich brauche noch ein Foto, was wir jetzt mal kurz ein bisschen stellen. Wenn ihr euch mal gerade auf die Veranda stellt, seid mal gerade so lieb. Luisa, komm, du darfst auch oben bleiben. Ja, Einmal. Kommt zum Papa. so, guck mal gerade, das sieht doch toll aus. So, wenn ihr mal gerade einen Ticken näher kommt, ein ganz kleines bisschen näher zu mir. So ist herrlich, das nehme ich dann. Ja, wenn ihr wollt, heute ist der 20. Juli 2021. Wir sind im Gitzenweiler Hof. Ist das euer Stammplatz so ein bisschen? War der schon mal hier? Ja, Ja, wir haben den Welcher letztes Platz? Jahr auch schon gehabt, den Platz, und haben bewusst den wieder gewählt. Genau den. Ja. Weil ihr habt eure Ruhe hier so ein bisschen. Das Der ist so Seitenstraße. mit der Seitenstraße. Genau. Trotzdem seid ihr an allem ganz nah dran. Ja. Was ist das Schöne hier an dem Platz? Die Kinder gehen ziemlich schnell vor zum Kinderplatz, wenn morgens Disco ist, wenn abends Disco ist. Ganz tolles Kinderbad ist unter. Da geht man dann auch mal gerne duschen oder auch mal Hände waschen, ist ganz toll. Von daher Das heißt, demnächst, super. du hoffst drauf, dass wenn die jetzt ein bisschen älter sind, da können die ja ganz alleine schon so ein bisschen hier rumgehen, oder? Genau. Dann haben die Mama und der Papa auch mal ein bisschen Ruhe. So, Ja. und der nächste, denkst du, wird auch wieder ein Selbstausbau? Was denkst Ja, du? das ist noch eine Planung. Ich weiß jetzt noch nicht genau, aber wenn, dann gibt es auch was Tolles. Jetzt haben wir ja ein bisschen Erfahrung schon gemacht. Und Okay. ja, mal schauen. Das ist noch. Lassen wir uns über den Winter mal überraschen. Genau. So, ich zeig's mal. Also dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr wäre er disponibel. Schreibt uns doch einfach, wenn ihr Lust habt auf diesen tollen Wohnwagen. Er wird wahrscheinlich noch die nächsten 100 Jahre halten. Hier kommen auch lauter Liner rein, Große, ja. die großen. Und ja, schreibt uns eine Mail an info@medien-saar.de, info@medien-saar.de. Ich werde es in die Videobeschreibung auch nochmal reinschreiben. Und vielen Dank für euch. Ihr bleibt noch wie lange jetzt? Wir haben jetzt 10 Nächte noch vor uns. Noch 10 Nächte. Ja, wir sind ja heute erst angereist. Dann spielt sich die Erholung bald ein, oder? Im besten Fall. So, dein Vorname? Sandra. Sandra und Und Armin. Armin. Ja, genau. So, aus AA. Was war das noch? Aalen. Aalen. Mit Doppel-A. Gell? So, und wie du bist heißt die? Vorname? Luisa. Die Gell? Luisa. Bin ich jetzt im Fernsehen? Sie hat blonde Haare und braune Augen. Das ist Ja, aber jetzt gerade auch was drum. so, sehr schön. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.